Hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Was hatten wir denn jetzt hier? Wir konnten nach Scotland Yard. Ach ja, wir wollten diese Typen befragen. Das wollten wir tun. Das machen wir. Nee, das war falsch. Warum benutze ich denn nicht einfach das Notizbuch? Scotland Yard. Da wollten wir hin. Genau. Kann man auch richtig hinsetzen. Genau, und dann gab es ja noch diese geheimnisvolle Nische da in dem Bad, was so aussah, als wäre das wie aus einer alter, also aus den Katakomben irgendwo her. So, pass auf, einmal kurz. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Und dann haben die hier, oh ja, die haben hier viele schöne Sachen. Da gucken wir, 4 Sachen, da gucken wir uns erstmal um. Pitkins Gegenstände. So, ein A Füllfederhalter. fountain pen with solid gold trim. Ha, so, sonst nichts. Eine Visitenkarte. Einmal rumdrehen, bitte. Sir Gregory Pitkins' visiting card. Ja, okay. Und ein An Taschentuch. embroidered silk handkerchief. Ein Handkerchief. So geil, das Wort. So, Garrows Gegenstände. Oder wollen wir die ab und zu an... Ne, Pitkin war das der Ermordete? Ich weiß es gerade nicht. Okay, When blutiges Garrow Handtuch. found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Nee, das war nicht der Ermordete. Medikamentenfläschchen. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Aha, okay. Das müssen wir sicherlich untersuchen. So, Blinkhorn. Das ist bloß ein Brief. Sir Gregory Pitkin, Direktor, an Mr. Blinkhorn. Der Blinkhorn war der Ermordete, oder? Oder? Ich weiß gerade nicht. Geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter Ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist Ihnen nicht gelungen, irgendetwas von Wert zu finden, und wir können den Abkühlungsraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, den Menschen heute das Erlebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringendst, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologische Forschung in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Unternehmungen zu finden. Ah, ja. Ja, wir erfragen das alles noch. Keine Sorge. So. Wer war jetzt nochmal gleich der Ermordete? Das ist bloß der Phillips. Okay, die anderen lernen wir sicherlich gleich kennen. Achso, Sir Rodney Bentcliffe wurde ermordet. Okay, das wollte ich nur noch mal sicherstellen. So, und ein An Bleistift. ordinary pencil. Okay, Blinkhorn, Garrow, Pitkin. Und das hier sind... Okay, das sind jetzt die Gegenstände des Ermordeten. Ein Ring. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Okay, schon wieder ein Ring. Hier ist eine Naht. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Ha. Halt. Altes Symbol. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question.
Weil er drauf steht. Keine Ahnung. So, Münze. Eine römische Münze. An old and rather dirty coin. Okay. Nehmen wir einfach alles mal mit. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Ein Bild, das aber nicht von Bedeutung ist, sondern eine herausgerissene The Seite. last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. Ach hey. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Okay. Huch. Und hier noch. Ist das jetzt mal gut? Aha. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Schon wieder. So, haben wir alles? Mr. Holmes, the coroner had... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, Der hat aber ein graues Gesicht gehabt. Betreff Sir Rodney Bentcliffe, Alter 63. Achso, das ist der Bericht des Gerichtsmediziners. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf die Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in der dahinterliegenden Frontallappen und das Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerung gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenden Mumie zum Beispiel oder von getrockneten und verfaulenden Lebensmitteln, die als Grabesbeigabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Das ist ja schön. Wir haben ganz viele Sachen zum Erfragen. So, aber hier war noch eine Karte oder so. Genau. A hand-drawn map. Nehmen wir auch einfach mal mit. Gut, dann haben wir das jetzt alles erledigt. Und dann gehen wir jetzt mal die Leute befragen. Also. Ja, nehmen wir mal zuerst Mr. Pitkin. Nehmen wir mal der Reihenfolge nach. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Halt's Maul. So. Erstmal checken wir dein hässliches Gesicht ab. Mundform, Geringschätzung. Ja, so hat er auch reagiert. Ein Siegelring, adlig. Alles klar. Goldkette, Kaschmirweste, reicher Mann. Okay.
Okay. Hier noch irgendwas? Aha. Arroganter Ausdruck. You are the manager of the baths, is that correct? Ah, okay. Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. So, Rodney, was ist denn mit dem eigentlich passiert? What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? You were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Okay. Der Mord. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. And then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Ui. Fragen wir erstmal nach seiner Arbeit. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Pitkins Brief. Er meinte, hat er ihn nicht gedrängt, irgendwie innerhalb von 2 Monaten das fertig zu kriegen? Ich gucke nochmal schnell in die Beweise. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Achso, seine letzte Notiz haben wir auch noch. Ah ja, okay, das hat er vorgelesen. So, bla bla bla. Es gibt keinen nennenswerten Fortschritt. Okay. Okay, der hat ihn also ein bisschen gedrängt. Und die nächsten 2 Monate sollte er seine Arbeit abschließen. Okay. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Hä? War der Brief jetzt an jemand anders? Aber ich hasse so viele Namen, ey. Ah! Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Ja, Blut verschmiert. Er hat da einen blutigen Handabdruck am Handtuch. Also Blut verschmiert würde ich das jetzt noch nicht nennen. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Champagner. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Okay. Dann haben wir den erstmal verhört. Jetzt muss ich nochmal... So, Gregory Pitkin entspricht dem typischen Bild eines Mitglieds der oberen Klasse. Er ist reich, geht einer Arbeit nach, die ihn über viele andere erhebt und betrachtet dies alles als sein Geburtsrecht. Ganz gleich, was er getan hat, ist er der Ansicht, dass er nichts im Gefängnis zu suchen hat. Alles klar. Gut, an wen war jetzt nochmal der Brief? An Mr. Blinkhorn. Ach so. Ach so, der ist auch Archäologe. Ah, okay. Der kam also nicht voran. Und dann kam Bentcliffe. Und das ist jetzt der Ermordete, ne?
Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal Mr. Blinkhorn gleich hier mit rein. Please escort. Ja. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Gut. Schick dich ab. Okay. Konzentrierter Blick. Er ist aufmerksam. Und er hat einen Vollbart. Ah. Alte Hosenträger. Okay, er ist nicht wohlhabend. Was hat er an den Händen? Da, irgendwas ist da. Hornhaut. Okay, naja, er ist Archäologe, ne? Da buddelt man schon mal das eine oder andere. Irgendwas fehlt noch. Was haben wir denn hier noch? Halt, hier ist irgendwas. Frische Erdspuren. Ach so. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Man könnte ja zwischen den beiden schon ein Motiv ausmachen, ne? Dass er eifersüchtig auf Sir Rodney war. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly. Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Na, das glaube ich ja eher nicht. Hier, der Brief schon wieder. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Okay. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Sie haben sich in das Bad gesetzt, das war voller Dampf. Und kurz darauf hat ihn schon jemand ermordet? Okay. Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Okay. Ist aber nicht sehr nett. Erst einladen und dann wieder ausladen. Do you recognize this ring?
Certainly. It's the famous swan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself. Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Okay. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Was ist mit dem Silber? We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Das klang nicht sehr überzeugend. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bei der nächsten Folge hören wir dann noch den Garrow. Und bis dahin würde ich erstmal sagen, bis dann und ciao.